Hallo zusammen! Heute backen wir so einen traditionellen Schweizer Zopf miteinander. Einmal ein bisschen ein anderes Muster. Nicht die übliche Art, die man kennt. Ich habe einmal etwas ganz Neues ausprobiert. Das ist heute das erste Mal. Schaut mit! Es gibt diverse Rezepte. Man findet eigentlich in fast allen Kochbüchern ein Zopfrezept. Ich zeige jetzt euch heute das Zopfrezept, ein Berner Zopf. Man braucht dafür 1 Kilo Mehl, 120 Gramm Butter, einen ganzen Hefewürfel, 3 Teelöffel Zucker, 3 Teelöffel Salz und 6 Deziliter Milch. Die einen tun einmal noch das Ei in den Teig rein, dass es eine gelblichere Farbe überkommt. Aber ich mache das nicht, weil das macht den Zopf dann eher trocken. Die Milch etwa auf 37 Grad vorwärmen. Butter auch genug früh aus dem Kühlschrank rausnehmen, dass sie schön weich ist. Und dann die Milch, Butter, die Hefe und den Zucker zusammenmischen, sodass es eine Masse gibt. Es gibt auch einen kleinen Trick. Man kann eigentlich auch zu der Hefe direkt den Zucker dazugeben und mit einem Löffel umrühren und dann verschmilzt die Hefe. Machen wir doch das gerade. Wenn man die Hefe mit dem Zucker vermischt, sollte das nachher so flüssig werden. Dann ist die Hefe richtig. Jetzt tun wir alle Zutaten zusammen und machen es zu einem Teig. Wichtig ist, dass man den nachher von Hand gut durchkneten. So soll es aussehen, wenn die Milch, Butter, Zucker und Hefe vermischt ist. Salz kann man schon direkt zum Mehl dazu leeren. Ich nehme dazu den Thermomix. Man kann aber alle anderen Knetmaschinen sehr gut dafür verwenden. Einfach wichtig ist, dass der Teig mal zuerst zusammengeknetet wird und jetzt dann gerade von Hand. Wenn der Teig zusammengeknetet ist, dann nehmen wir jetzt den raus. So. Ja, der ist jetzt also schön lauwarm, weil wir ja die Milch vorher aufgewärmt haben. Und dann fangen wir jetzt an, den Teig zu kneten. Also wir dürfen den richtig hauen und schlagen auf die Arbeitsfläche. So die ganzen Aggressionen loslassen. Und das Kneten ist also das A und das O, dass der richtig gut durchgeknetet wird. Dass er später schön luftig wird. Und das dürfen wir gut 5 Minuten machen. Also wir sollen richtig ins Schwitzen kommen. Dann ist er gut durchgeknetet. Wenn er jetzt 5 Minuten durchgeknetet ist, eine schöne Kugel machen. So. Und dann geht er in eine Schüssel. Plapp, da drin. Nehmen das Küchentüchli, machen das mit warmem Wasser nass, drücken es aus und dann decken wir den Teig zu, lassen ihn für 1,5 Stunden ruhen an einem warmen Ort, dass er ums Doppelte aufgeht. Ich stelle den zum Beispiel hier vor meinen Ofen an, den ich gerade vorher frisch eingeführt habe. Da ist es sicher schön warm. Man kann ihn auch in der Nähe von der Heizung anstellen. Einfach an ein Plätzchen, wo es schön warm ist. Ja, zum Backen gehört halt auch das Abwaschen. Jetzt haben wir genug Zeit, dass wir alles in die Ordnung bringen können, alles sauber abwaschen, Platz machen können, dass wir eine freie Arbeitsfläche dann haben.
aufnehmen. Den oberen Teil nehmen wir auch so und dann haben wir ein anderes Zopfmuster. Der muss jetzt nochmal für eine halbe Stunde nochmal aufgehen lassen, muss man ihn nochmal ruhen lassen. Und dann können wir ihn mit Eigelb und ein bisschen Öl bestreichen. Dann geht er ab in den kalten Ofen. Jetzt wird er noch bepinselt mit Eigelb und einem Schuss Öl. Das Öl macht, dass er dann noch ein bisschen mehr glänzt. Das gut vermischen. Und dann einfach den ganzen Zopf bepinseln. Also machen schön knusprig braun aussieht. Ich habe fast nicht Platz auf dem ganzen Backblech. Ich musste hier jetzt ein bisschen zusammenschürgeln und den queren Weg nicht. Ich glaube, wir bräuchten einen grösseren Backofen, Schatz. So ein richtiger Deckerbackofen wäre natürlich gäbig, aber wir finden uns zurecht mit dem Moment. Gut, ich würde sagen, so langt das. Und jetzt geht er in den kalten Backofen. Also, jetzt nehmen wir den Zopf ab die Post. Rein mit dir. Über in den kalten Backofen. Stellen den Backofen ein auf 200 Grad. Und dann schauen wir mal etwa in 35 Minuten. Machen wir den Klopftest, um zu schauen, ob er gut ist. Ha, gehen wir mal schauen. Okay, dann machen wir mal einen Klopftest. Sehr gut. Den nehmen wir. Perfekt. Gut. So, ich habe gerade Hunger über Tipptopp. Schauen wir, dass wir wieder aufbringen. Ja. Voilà. Jetzt kann er noch ein bisschen abkühlen. Und dann schneiden wir den nachher auf.